Oh Gott, oh Gott. Ah, nee, 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 Dark Souls, Dark Souls. Wo bleibt denn mein kleiner Mod? Ach, ich sag trotzdem schon mal Hallo und trinke auch erstmal noch was. Und wie, das klappt diesmal nicht, ohne dass es rumleckt. Dann werde ich sauer. Stinksauer. Denn Dark Souls 2 klappt in der Aufnahme ohne Lags, ohne alles, obwohl ich es im Online-Modus spiele. Mit denselben Einstellungen. Und bei Dark Souls 3, es laggt einfach im Offline-Modus, obwohl es dieselben Einstellungen sind. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht hat man letztens auch einfach einen schlechten Tag erwischt. Das könnte natürlich auch sein. Aber, naja, probieren wir es halt einfach nochmal aus. Jo, schalten wir um. Zack. Und ich will jetzt eine genaue Rückmeldung haben, ob es leckt oder nicht. Es lädt und es lädt und es lädt. Miep, miep. Sag mir bitte genauestens Bescheid, ob es leckt. Also jetzt gerade am Anfang leckt es bei mir auch. Eben, also außerhalb vom Spiel. Ja, das dauert ein Stück, bis es geladen wird. Jetzt bei dir. Ja, nein. Kann das denn sein? Warum leckt das denn? Ich verstehe es nicht. Hm. Dann haben wir keinen Stream.
Wenn das nicht funktioniert als Stream, dann ist das so. Dann kann ich das nur aufnehmen, wenn ich mit Dark Souls 2 fertig bin. Nicht. Aber ich habe noch ein anderes ganz lustiges Spiel, was ich schon die ganze Zeit mal spielen wollte. Ja, mache ich hier mal aus. Ich habe noch ein anderes Spiel, das wollte ich die ganze Zeit schon mal spielen. Bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Musste mir mal ganz kurz Zeit geben, das auszupacken. Na. Spielen. Alles gut. Es dauert ewig, bis ich das eingerichtet habe. Na. Da haben wir es ja. Ist ein süßes kleines Indie-Game. Ich habe es vorher noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Oder wie es funktioniert. So. Mal schauen. Mal schauen, was es ist. Neues Spiel. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know, it seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. Ja, Foxy. Lots Und happened in the Alpha-Wand. last couple Guck mal, days, Alpha-Wand. that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von dem Spiel. Jo, bis gleich.
Fuchsi, Doppelsprung. Ich habe wirklich keine Ahnung, um was es geht, also ich muss da selbst erst alles herausfinden. Das Spiel ist relativ neu und ein Indie-Game. Ich habe mir das nebenbei mal so angeschaut bei Steam und einfach mal runtergeladen. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt schon kein Dark Souls aufnehmen können, beziehungsweise nicht spielen können im Stream, kann ich es ja mal damit versuchen. Hui. Ich finde den Fuchs echt knuffig. Hui. Kann dem Fuchs eigentlich irgendwas passieren? Weil er kann so, also er kann sehr, sehr hoch springen. Ich weiß nicht, ob ich eine Aufgabe habe als Fuchs. Oder es einfach nur eine Reise ist oder wie oder was. Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Okay. Fuchsi, Fuchsi, Fuchsi. Tschap, tschap, tschap. Ich verstehe es mit Dark Souls immer noch nicht. Warum die 3 leckt und die 2 nicht. Obwohl ich bei beiden mit derselben Einstellung arbeite. Beziehungsweise bei der 3 sogar um einiges runtergeschraubt habe. Wo ich bei der 2 mit Standardeinstellungen arbeite. Ich verstehe es nicht. Hüpf. Tschap, tschap, tschap. Fuchs, 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 Fuchs. So, von da drüben kamen wir. Hüpf, hüpf. Und hüpf, hüpf. Oh, das Spiel sieht so schön aus. Es sieht eben verdammt schön aus. Zum Heulen schön ist das Spiel. Was ist das denn? No. Not far from her home, she followed that path to something unexpected. Oh nein, ist das ein totes Fuchsjunges? Sind wir eine Fuchsdame und haben unsere Jungen verloren? Das ist etwas sehr traurig, das Spiel. Couldn't stay though. She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Baby, Tragi. Ich habe mir irgendwie das traurigste Spiel der Welt ausgesucht. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree.
It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Weil wir anscheinend eine Fuchsdame sind, die ihre Jungen verloren hat. Wir haben gerade eben schon eins tot gefunden. Oh, Kaninchen. Das Spiel ist echt traurig. Ist hier was wir finden sollen? Ja, genau so habe ich mich auch gerade gefühlt. Ich dachte mir am Anfang so, ja, Indie-Game mit einem süßen Fuchs. Warum? Oh Gott. Ja. Hui. Oh nein, das da drüben sieht so aus, als würde da noch was liegen. Ach, bitte nicht. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? Errungenschaft erhalten. That's one way of putting it. 2 Worlds. His wood was a canvas, and a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Also wir spielen hier anscheinend nicht nur die Geschichte von dem Fuchs, sondern auch von dem Erzähler. Leider nur in Englisch zurzeit. Weil es, wie gesagt, erst vor kurzem rausgekommen ist. Aber ja, wir spielen anscheinend sowohl Fuchs als auch Erzähler. Aber guck dir mal die schöne Landschaft an. Die ist echt wunderschön. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Das weiß ich. Siehst du das bei dir im Stream? Das sind halt leicht leuchtende Punkte. Wie zum Beispiel hier in die Richtung ist einer, hinter den Bäumen siehst du einen ganz, ganz leicht leuchtenden Punkt. Und da drüben, die Bäume leuchten auch immer einzeln ganz leicht.
When I got up, I didn't even tell them Hey, how dead nicht it. mich einbuddeln. I said it was a joke gift my friend had given me. Jetzt habe ich die Richtung Kids verloren. can be so cruel. Some of them are. Ah, da drüben sind auf jeden I Fall shouldn't have let 3. them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Ich sehe es wie gesagt an den leicht leuchtenden Punkten. Die ungefähre Richtung, wenn ich näher rankomme, leuchten die stärker. Und dann eben einfach gesunder Menschenverstand. Wo kommt ein Fuchs hoch, wo kommt er nicht hoch? Da unten leuchtet's. Und da oben leuchtet's auch. Nee. Es ist immer eine Falle. Wenn ich irgendwann mal sterbe, will ich lieber ein Geist sein, der alte Menschen erschreckt. Oder Hinterbliebene. Da leuchtet's und dort hinten leuchtet's. Es ist eine Falle. Nicht aus. Ja, das möchte ich. Das möchte ich unbedingt. Oh. Naja, Angriff des Blackscreens. Oh, Schmetterlinge. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living and... Hä, Seifensteine? Warum Seifensteine? I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ach so. Ach jo.
Schmetterlinge sind nicht böse. Ich krieg das auch noch hin. Früher oder später. Ja. Erwischt. Warum steht hier ein Auto in der Pampa? Naja, du böser Schmetterling. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting into the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside at Kann ich die Schmetterlinge auch einfach mitnehmen? after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Naja, von wegen. Du und lieb. Du bist nicht lieb. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das hat sich schon herausgestellt, dass du ein böses, böses kleines Schmetterling bist. Sieht das nicht schön aus hier oben? Und hinten ist ein Geysir. Mit dem Wasserfall. Naja, von wegen. So, kurz was trinken. Nicht, dass der Blutzucker fällt. Ist hier oben noch irgendwas? Ja, ein verstecktes Sternchen. Pling. Und jetzt. Spannend. Der Fuchs kann überall runterspringen. Naja. Er ist eine Hexe, verbrennt ihn. Ja, so hoch komme ich nicht. Muss doch irgendwie möglich sein. Nö.
Naja. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point, but my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other Und the rest jetzt? of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Das da oben habe ich noch nicht ganz kapiert. Gut, da drüben kann ich es gebrauchen. Nehme ich mir mal mit. Drüben brauche ich das. Was? Ich soll 3 davon sammeln. Okay. Also, erst das da oben. Und dann die anderen beiden. Zwei. Drei. Jetzt müsste es gehen. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was, and I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time.
If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. Ich weiß nicht wohin. Doing what others didn't expect of me. Ich weiß nicht wohin. There's one fact you're forgetting, though. If you didn't Mach einfach mal zu den Geysirn. we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Sollte ich da rein? Ja, immer der Nase nach. So leicht gesagt. Okay, anscheinend sollte ich da rein. Eine Matratze und Cola-Dosen. Sieht aus wie Cola. Immer der Nase nach. Errungenschaft freigeschaltet. 50 Sterne. Sind hier noch welche? Nö. Da oben ist was. Okay. Jetzt sind wieder der magische Fuchs, der einfach fliegen kann. Hui. Hui. Und es ist irgendwas passiert. Da hinten leuchtet es. Es leuchtet. Ich bin eine Hexe. Hihi. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it
that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. Da hat jemand sein Auto It's zu Schrott funny, but I gefahren. think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, how are we Zeichenutensilien. kid? Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Nee, das war nix. Ja. Manchmal akzeptiert er den Doppelsprung nicht richtig. Vielleicht bin ich auch zu schnell für das Spiel. Ah, Blätter im Gesicht. Da hinten leuchtet es. Und da auch. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. Ist das ein Messer? For a Sehe ich year das straight, richtig? he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write Ein my name on a Vogelhaus. tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, Flugfuchs. but it was then I knew how much he had sacrificed for me. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. What did the fuck say? Ja, genau das, Trauriges, genau das.
Aber ich dachte, wir müssen da zu dem Leuchten. Oder ist es in dem Bereich, wo wir noch nicht hin können? Oder können wir hier seitlich irgendwie hochlaufen? Nein. Hier geht's durch. Ich voll übersehen. Errungenschaft freigeschalten. The way forward. Jetzt mal den Weg raus wiederfinden. Ah, mein Auge juckelt. Ich. Und nun? Da hinten leuchtet's. Es leuchtet. Und da hinten auch. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the Landkarte. summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes the aurora borealis would cast Jetzt trennt mein Auge. glow on the mountainside, and we would finish the route Ist das in the eklig. sky. Ekelig. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Ich frage mich, wann die Fuchsgeschichte weitergeht. Wir hören jetzt größtenteils Dinge über den Mann. Ich wüsste aber gerne, wie die Fuchsgeschichte weitergeht. Was steht hier? Fishing Boot. In die Richtung.
Da waren wir doch vorhin schon. Bei dem Boot. Ist es ein Grabstein? Steht hier was drauf? Auf der anderen Seite? Ja, aber ich kann es nicht lesen. Es ist zu klein geschrieben. Oh, die Pflanzen haben sich zurückgezogen. Fuchs steckt fest. So. Oh nein, ein Wolf. Creature stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. Oh The dead nein. is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry. Ein weiteres totes Fuchskind. Ach Mann. Getötet von einem Wolf. Und die arme Fuchsmutti sucht immer noch das Dritte.
Oh, ich finde die Landschaft schön und die Gestaltung von den einzelnen Abschnitten. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Briefe. Sonst ist hier nichts. Nö. Hoffentlich finden wir wenigstens ein Junges. Das wäre schön. Also lebendig. Huch, wo sind wir denn jetzt gelandet? Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami creams while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse, and at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways.
And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years, and we'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Hallo, Rea. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erzählt er, wie sein Leben verlaufen ist. Seine Dame, seine Freundin oder seiner Ehefrau. Und in dem kleinen Abschnitt, in dem wir gerade waren, hat sie in einer Kurzfassung erzählt, wie ihr es war. Wenn ich es richtig verstanden habe. Tragilein, wie hast du es verstanden? Hast du es überhaupt verstanden? Fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began.
It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Da bin ich wohl einfach runtergefallen. Ich glaube, hochbekommen komme ich auch nicht wieder. Schade, schade. Blumenwiese. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo es lang geht, ne? Ich laufe einfach nur. Oh, ein kleines Landhäuschen. Errungenschaft freigeschaltet. 100 Sterne. My dad was super supportive with my college plans. To a point. Zeitung. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. Ah, eine On a Werkbank. fateful day, he approached me, said that Mit since my Kreissieger. school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Baby. Kleines Tragelein. Hast ein bisschen was verpasst. Können wir hier reinschauen? Nein.
Ich weiß nicht, wo es lang geht. Naja. Ich hatte dich zwischendurch was gefragt gehabt, wo du nicht da warst. Aber das ist ja egal soweit. Ist ja nicht schlimm. Du hast halt die Geschichte von der Dame verpasst, mit der er die ganze Zeit redet. Get well. Da war wohl jemand im Krankenhaus. Nun, da hinten geht's weiter. Schon die ganze Zeit den Weg gesucht. Das bringt aber nichts, wenn ich es nochmal frage, weil es ging ja um den Abschnitt dort. Wenn du ihn nicht mitbekommen hast, ist es ja sinnlos zu fragen. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. Ein Bild von ihm und seinem Vater. Which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Ja, tut mir leid, Tragi. Oh nein. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on Earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? Das war unser drittes Junges. Mit hängendem Kopf. Alle vom Wolf getötet. There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love.
Ich weiß nicht, ob ich hier drüber soll. Ich mach's gerade einfach nur. Haben wir eine letzte Nachricht an unsere Kinder? Also an unsere toten Kinder? Ich würde sonst jetzt den Klassiker nehmen, einfach Rest in Peace. Wir können natürlich auch hinschreiben, ihr seid zum Glück niemals erwachsen geworden, ihr Belgier, aber das wäre etwas kontraproduktiv dem Spiel gegenüber. Der Miep ist keine Antwort. I guess her journey was over. But I have no idea. It was only a dream. A distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Nein, Mio auch nicht. Und das war ein sowohl trauriges als auch interessantes Spiel bisher. Ich weiß ja nicht, ob es noch weitergeht. Black Screen. Hallo? Oh, wir dürfen jetzt Mensch spielen. Okay, also dürfen wir jetzt die andere Seite spielen. Was haben wir hier? Bücher. Der Book. Oh,
das Buch der Mormonen. Okay. Ja, das Mormonenbuch. Auch gut. Wir haben hier haufenweise Müll vor der Tür. Gepackte Koffer. Dosen. Okay. Können wir sie wecken? Oder müssen wir sie wecken? Anscheinend nicht. Anrufen können wir auch niemanden. Sind wir gerade am Umziehen oder sind wir hier eingezogen oder? Ich weiß es nicht. Umziehen, ausziehen. Okay, hier geht's raus. Kein Spiegelbild. Ich bin ein Vampir. Ich hab kein Spiegelbild. Ein Häschenbild. Puffis. Und eine Herzchenpfanne. Eine Herzchenpfanne. Süß. Abstellraum. Kann ich auch in die Schränke reinschauen? Nö. Nö. Hier unten vielleicht irgendwo. Nö, geht alles nicht auf. Kann ich hier irgendwas benutzen? Auch nicht. Okay. Ihr Wohnzimmer. Ein Kinderfoto und da weiß ich nicht, was es darstellen soll. Und da unten flackert etwas. Ich kann es aber nicht öffnen. Eine Schublade, die flackert. Ja, da ist er. Der Fuchs, den wir gespielt haben. Dann gehen wir doch mal raus. Ein Auto. Ja, ein ziemlich verrostetes Auto. Können wir hier rein? Nein. Okay. Okay. Seitlich hier aufmachen? Nö. Sollen wir vielleicht die Kisten reintragen? Nein. Gut. Ich kann auch nichts machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Außer, dass hier ein Berg Müll ist.
Tür, geht die auf? Nö. Eine Schaukel. Zwar schon abgerissen, aber eine Schaukel. Das ist das ganze Tal, was wir gerade als Fuchs bereist sind. Oh, ich kann auch rennen. Jogging. Das ganze Zeug war doch gerade eben unter dicken Schnee bedeckt. Okay, hier ist eine Eiferwand. Hier unten ist auch nicht. Also hier geht's auch nicht weiter. Okay, hier ist auch nichts. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich machen soll. Oder Bruch, steckfest. Oder wo ich hin soll. Ich weiß es nicht. Eine umgefallene Leiter mit dem Vogelhaus. Sollen wir vielleicht einfach abhauen? Ja, abgesperrt. Oder uns von der Klippe werfen? Geht auch nicht. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir können ins Auto nicht einsteigen. Zumindest konnten wir es gerade eben nicht. Vielleicht können wir auf der anderen Seite irgendwie, aber das glaube ich ja weniger. Weil dann müssten wir die Tür hier aufkriegen. Die geht nicht auf.
Können wir sie vielleicht wecken irgendwie? Das Mormonenbuch draufwerfen oder so? Steh auf. Arschkrabschen. Arschkrabschen. Licht? Nein? Ich habe immer noch kein Spiegelbild. Ich habe kein Spiegelbild. Wie können wir sie denn mal wecken? Anscheinend gar nicht. Und machen können wir irgendwie auch nichts. Können wir vielleicht baden oder so? Nein. Klo? Auch nicht. Vielleicht Kaffee kochen? Nein. Jetzt zeigt sie mir auf einmal an, dass ich zu dem Ding hängen soll. Aber da waren wir doch eben. Naja, Arschkrabchen. What the hell? Naja, gerade du. Folgen Sie dem Fuchs. Fuchsverfolgungsjagd. Naja. Ja, ja. Du und anständig. Wo bringt der Fuchs uns hin? Ist die Frage. Ja, ja, immer Ausreden suchen.
Such dir ruhig weiter aus. Suchen Ausreden, Tragilein. Such dir ruhig weiter Ausreden. Naja, die Wahrheit und nichts heißt die Wahrheit. Von wegen. What is this? Der Fuchs hat uns zu diesem Baum geführt. Und in dem Baum scheint irgendwas geschrieben zu sein. In meinem Leben. Oh. Die Fuchsmama und ihre 3 Jungen. Ja, das war's mit dem schönen kleinen Indie-Game. Eigentlich, wenn man so über die Geschichte nachdenkt und über das, was der Mann erzählt hat, traurig. Auch mit der Fuchsdame traurig. Auch wenn das Ende jetzt eigentlich positiv war, dass er sich mal geöffnet hat seiner Frau gegenüber und jetzt ein neues Leben mit ihr anfangen möchte, eine eigene Familie. Es ist sehr schön gemacht. Es ist wirklich sehr schön gemacht. Oh, ich habe freigeschaltet. Hermit of Mystery. Und das war's auch schon. Du warst niemals ein Unschuldslamm. Tragi, nein. Aber ich glaube, dieses Gespräch führen wir lieber per WhatsApp weiter. Dann wünsche ich dem Tragilein noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.